Nach über einem Jahr ist Life is Strange 2 endlich komplett. 5 Episoden lang durfte ich mich mit den Diaz-Brüdern von Washington nach Mexiko schlagen. Welche Höhen und Tiefen ich dabei erlebt habe, seht ihr im spoilerfreien Videotest. Während Life is Strange das Thema Freundschaft in den Vordergrund stellte, geht es in Life is Strange 2 um Familie und Erziehung. Dieser rote Faden zieht sich durch alle Episoden und stellt dabei eine Herausforderung dar, die hart auf den Schultern von Sean Diaz lastet. Nach einem tragischen Unfall in der ersten Episode sieht sich der Schüler gezwungen, mit seinem kleinen Bruder Daniel unterzutauchen und quer durch Amerika vor der Polizei zu fliehen. Entwickler Dontnod gelingt es, diese für einen Teenager so schwierige Situation über alle Episoden hinweg sehr lebendig zu inszenieren. Jeder Abschnitt ihrer Reise wirkt beschwerlich, die Füße schmerzen, der Kontakt zu Freunden und Familie ist völlig abgeschnitten und manchmal müssen die beiden sogar mit rassistischen Anfeindungen leben. How do you say, I'm a dirty thief? Now pick up all your shit and get the fuck out. Und als wäre es für Sean nicht schwer genug, andauernd für eine Unterkunft und Lebensmittel zu sorgen, muss er sich auch noch um die Erziehung seines Enano kümmern. Denn viele der getroffenen Entscheidungen haben direkten Einfluss auf Daniels Charakterentwicklung. Wie Max in der ersten Staffel entdeckt auch Daniel irgendwann seine übernatürlichen Kräfte, die im Spielverlauf durch Training immer stärker und bedrohlicher werden. Aber was ist der richtige Erziehungsstil? Soll Sean ihn maßregeln oder eher für sein Glück sorgen? Soll er ihm verbieten, seine Kräfte zu nutzen oder sie zu ihrem Vorteil einsetzen? Für Seans Verarbeitung der Erlebnisse und seine eigenen Wünsche gibt es wenig Raum. Als großer Bruder gilt es stets dafür zu sorgen, dass es Daniel gut geht. So gibt es Momente wie in Episode 3, in denen die Brüder auf einer Marihuana-Farm anheuern und auf weitere Aussteiger treffen, die alle ebenfalls harte Schicksale durchleben mussten. Immer wieder schafft es Life is Strange 2, diese tollen, bedeutsamen Momente zu inszenieren, in denen man auf interessante Leute trifft und ihren Geschichten lauscht. Und dann wirkt die Welt endlich nicht mehr so kalt, die Reise nicht ganz so aussichtslos. Doch selbst in diesen schönen Momenten wird Sean immer wieder daran erinnert, dass er stets die Rolle des Erwachsenen einnehmen muss. Soll ich jetzt am Joint ziehen und endlich mal wieder mit einer Frau Sex haben? Oder bleibe ich lieber bei Daniel und verzichte auf Spaß? Nachdem die Situation in meinem Spieldurchgang in Episode 3 eskalierte, wird die anfänglich zwar beschwerliche, aber eher an eine Wanderung erinnernde Reise in den letzten beiden Episoden zum wirklichen Überlebenskampf. Lange wusste ich nicht, wie es weitergehen soll und ob die beiden jemals ihr Ziel erreichen werden. Meine emotionale Beziehung zu Sean und Daniel und ihre spannende Reise von Washington über Kalifornien und Arizona bis nach Mexiko waren für mich das Highlight von Life is Strange 2. Denn die Spielmechanik ist erneut sehr reduziert. Man kann Gegenstände untersuchen, ab und an etwas spielen, eine Figur zusammensetzen oder zeichnen. Hier hätte man definitiv etwas kreativer sein können, da die Aufgaben nicht besonders spannend sind. Immer wieder muss man mit Daniel Gegenstände aus dem Weg räumen, um seine Kräfte zu trainieren, und alle wichtigen Ereignisse werden im erneut grandios gezeichneten Tagebuch samt Route festgehalten. Als Europäer vergisst man schnell, was es heißt, in Amerika von einer Stadt zur nächsten zu wandern. Sehr schade ist, dass so viel Zeit zwischen der Veröffentlichung der einzelnen Episoden verstrichen ist. Teilweise dauerte es 4 Monate, bis die Reise weiterging, und so musste ich immer wieder aufs Neue eine Beziehung zu den Brüdern aufbauen. Ich freue mich wirklich drauf, Life is Strange 2 endlich einmal am Stück spielen zu können und mit anderen Entscheidungen herumzuprobieren. Ebenfalls ärgerlich ist, dass die 5. Episode nur digital in der physischen Complete Edition erhältlich ist. Im Interview verriet mir Game Director Michel Koch, dass die Entwicklung der einzelnen Episoden einfach zu lange gedauert hat, da sie neue Charaktere und somit Synchronsprecher, viele neue Orte und Geschichten integrieren mussten. Zu meiner Überraschung fuhr das Team außerdem selbst die Route aus dem Spiel nach und sprach zur Recherche mit den dort lebenden Aussteigern und geflüchteten Mexikanern. Am Ende sei einfach nicht genug Zeit gewesen, alles rechtzeitig abzuliefern. Dass die Entwickler sehr viel in zu kurzer Zeit erzählen wollten, merkt man hin und wieder leider deutlich. Es gibt einige stereotype Charaktere, die aus dem Nichts erscheinen, und wichtige Themen wie Konversionstherapie oder Rassismus werden nur kurz angeschnitten, um direkt wieder zu verschwinden. In diesen Situationen wirkt die Erzählung überhastet und stellt komplexe Probleme zu einfach dar.
Koch sagte mir außerdem, dass es ein leichtes gewesen wäre, erneut eine übernatürliche Geschichte in einer Kleinstadt zu erzählen. Viel interessanter fanden sie jedoch komplett neue Charaktere, Orte und Themen. Er gab mir recht, dass einige Charaktere etwas mehr Exposition hätten bekommen müssen, um ihre Beweggründe besser darzustellen. When we look back at the first script of the game, it was longer and we had to make a lot of, I would say, cuts for the sake of production. It's always complicated to find the perfect pacing and rhythm, and so when we're thinking, so do we need this scene here right now, or do we skip it, or it's not easy. And that's where I think you're right, that maybe sometimes the project was a bit too big, is that sometimes if we had like 15 minutes or 30 minutes more of sometimes leading to a scene, it could feel even more seamlessly included in the story, where sometimes it's might be a bit too much of just story beats. But I guess that's the kind of shortcuts you take when you create a story or a book or anything that you need to take if you want somehow to get to the points. Vielleicht wäre es aufgrund der zeitlichen Beschränkungen somit besser gewesen, nicht zu viele Themen anzusprechen. Denn die Momente, in denen die Charaktere genug Zeit bekommen, um ihre Geschichte zu erzählen, sind großartig. Obwohl ich weiß, dass Life is Strange 2 nur ein Spiel ist, denke ich immer wieder daran, was wohl gerade Sean, Daniel, Lila, Brody, Chris, Cassidy oder Joanne machen und hoffe, dass sie endlich angekommen sind.